Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Train Simulator. Wir setzen unsere Fahrt nach Wörgl weiter fort. Die Sprachfehler beginnen direkt am Anfang der Folge. So muss es genau sein. So, wir gucken natürlich jetzt die ganze Zeit nach hinten, weil wir ansonsten keine Möglichkeit haben zu wissen, wann die Türen zugehen. Aber der Bahnhof ist auch schön. Vor allem gefällt mir halt hier, ne? Wie die Leute hier aus- und einsteigen. Na, hier so schön durch die Wand. So muss es laufen. Ja. Dieses Addon ist ein paar... Es macht mich fertig, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Wieso passiert sowas? Wieso hat er das hier anstatt hier platziert? Weil normalerweise sind diese Spawnpunkte ja an Treppen platziert, aber der hat es hier verkackt. Beziehungsweise RSSLO hat es hier verkackt. Ich weiß nicht, ob es eine Person ist oder mehrere Personen. Auf jeden Fall. Sie haben es aus irgendeinem Grund verkackt. So, mal kurz gucken, ob niemand aus- und einsteigt werden. Ich geb's auf. Ich gehe in Rente. So, unser nächster Halt ist Jenbach. Bei Kilometer 40,9. Das heißt circa 41. Bei 42 fange ich an zu bremsen. So. Ach ja, hier war 140, ne? Naja, das ist ja fast 150. Das passt schon so. Ja, ich habe natürlich die Kommentare zur ersten Folge noch nicht gelesen. Ich hoffe, sie sind größtenteils positiv. Aber das ist wohl Wunschdenken. Also in dem Sinne weiß ich noch gar nicht, was ihr davon hält, von diesem Zug. Ich habe ja in letzter Folge gefragt, was ihr davon hält, ob es euch gefällt, wie ihr es besitzt, ob ihr damit gern fährt und so weiter. Also die Karte ist gar nicht so schlecht. Was ist das da? Aha! Jetzt hat man es absichtlich mit einem Tunnel vertuscht, aber ich habe schon alles gesehen. Da bringt kein Vertuschen mehr. Hier ist mittlerweile 160, habe ich gerade gesehen. Ich habe natürlich nicht auf die Strecke aufgepasst. Deshalb muss ich hin und wieder mal das F3 hat aufrufen. Der Bug ist weg. Keine Ahnung, was das war. So, wann haben wir gesagt, dass wir anfangen zu bremsen? 40,9, 41, 43. Sagen wir 43. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Was ich euch noch fragen wollte, liebe Simulationsfreunde, falls ihr hier seid und mir zuhört, werdet ihr interessiert an einem Let's Play von Truck Simulator? Ich habe mich noch nicht entschieden, welchen, American oder European, aber ich würde es doch gerne machen. In letzter Zeit fahre ich sehr gern, also im Simulator, und ja, ich würde es gerne mit euch teilen. Ich hätte da ein paar interessante Themen, die ich mit euch besprechen möchte. Und das geht nur bedingt gut im Train Simulator, weil man sich größtenteils konzentrieren muss. Also ihr nicht. So, hier ist das Einfahrsignal. Wir gleiten da schön langsam hin. So, wärt ihr an sowas interessiert? Falls ja, hinterlasst mir bitte einen Kommentar
Falls nein, bitte auch. Und allgemein bin ich immer interessiert, jegliche Vorschläge, Verbesserungsvorschläge oder sonstige Vorschläge zu hören. Da bin ich immer offen. Wie jeder YouTuber eigentlich. So, Vollbremsung. Ich werde vermutlich auch die pneumatische dazu nehmen müssen, weil wir ein bisschen schnell sind. Diesen Bug, dass das hier die ganze Zeit herumhüpft. Dieser Bug geht mir voll auf die Nerven. Weil es verbraucht die ganze Zeit unsere Luft. Deshalb muss der Kompressor jetzt nachliefern. So was sollte nicht passieren. Oh, Punktlandung. Naja, fast. Fast. Aber da der Zug sowieso nicht barrierefrei ist, ist es egal, ob wir hier stehen oder weiter hinten beim Aufzug. Ja, da müssen die Leute im Rollstuhl halt ein bisschen weiter fahren. Da. Interessanterweise, immer wenn ich ranzoome, hört der Bug auf. Aber der muss unbedingt gefixt werden, das nervt. Genauso wie dieser fehlende Türen-Sound. Es sollte zumindest ein Schiebesound zu hören sein, so brrr oder sowas. Aber nö. Gar kein Sound. Selbst bei den uralten Waggons, bei den 2009er Waggons, diese blauen und roten deutschen Waggons, die kennt ihr sicher. Die fahren auf sehr vielen Strecken. Selbst diese hatten Sound beim Zugehen von Türen. Da sollte sich RSSLO ein bisschen verbessern. So. Lösen. Oh. Ich hatte die Bremse gar nicht gelöst. Also müssen wir jetzt warten, bis Bremse weg ist. Da ist es ja schon weg. Mal gucken, ob bei Ihnen niemand einsteigt. Letztens ist so ein Geschäftsmann noch während der Fahrt rausgesprungen. Also, naja. Oh, habin's. Oh, hoppala, da war ein Leck. Wahrscheinlich kommt uns was entgegen und deshalb hat es so geleckt. Ich weiß nicht mehr, was ich hier gelegt habe. Auf die Schienen. Das letzte Mal, wo ich dieses Szenario gespielt habe, das ist schon ewig her. Ewig. Ich weiß, dass ich hier ein paar Waggons hingestellt habe. So, nächster Halt. Wo waren wir jetzt? Jenbach. Nächster Halt ist Brixleck. Das ist 31,3. Also ist 32. Bei 33 fangen wir an zu bremsen. So machen wir das. Wir sind hier relativ Flachland. Also es ist recht kurvig, aber trotzdem Flachland. Ja. Ja, es kommt immer darauf an. Also im Forum hat jemand gefragt, welche Strecke er sich doch holen soll von RSSLO. Und das kann man gar nicht so verallgemeinern. Ist hier 160? Ne, hier ist 130. Hoppala. Da bin ich nur 15 km/h zu schnell gewesen. Hat keiner gesehen. So, was wollte ich erzählen? Ach ja, im Forum hat einer gefragt, welche Strecke er sich holen soll. Die Unterinntalbahn oder eine andere hatte die Tauernbahn. Die Unterinntalbahn oder die Tauernbahn. Und ja, da meinten ganz viele, hey, das dies und das, ne? Aber eigentlich hängt es nur davon ab, was man selbst haben möchte. Sehen wir doch. Ja.
so Brain AFK während ich rede. Es ist unglaublich. So, hier ist 160. Erster Mast, zweiter Mast, dritter Mast. So, Beschleuniger, Schnucki. Eigentlich hängt es nur davon ab, ob man das lange, schnelle Fahren mag oder eher das langsame, kurvige Fahren. Das ist eigentlich das Einzige, was... Ja, die einzigen Unterschiede. Die Strecken sind ungefähr gleich aufgebaut. Ich glaube, das werden wir nicht schaffen. So, da musste ich mal den Notknopf betätigen. Ansonsten hätten wir es nie geschafft, dass die Notches runterlaufen. So, hier ist der nächste kaputte Signal, das sich nicht tappen lässt. Juhu, Spaß! Da seht ihr, wieso ich PZB ausgeschaltet habe. So musste ich hier jedes Mal auf 40 runterbremsen, Befehl 40 benutzen und dann wieder auf 160 hoch beschleunigen. Das kostet natürlich Zeit. Da hätte ich niemals dieses Szenario geschafft. So 33,2, da können wir schon runterfahren und schon langsam anfangen zu bremsen. Ist das hier das Einfahrsignal? Doch, keine Ahnung. Ja, doch. Da bremsen wir ein bisschen schneller. Mal gucken. Ach ja, das ist Brücksleck. Das ist hier hinter der schönen Brücke, die recht modern aussieht. Ist ja auch recht modern. Führt ja über eine Autobahn. Die kann eigentlich nicht zu alt sein, weil die Autobahnen allesamt recht neu sind. Ein Zügchen. Ein Zügchen. Das ist auch der Transalpin in die andere Richtung, ne? Das ist ja schön. So. Na, Günther, wie geht's? Hallo, Schnucki, bleib doch stehen. Warum brauchst du so lange? So. Habt ihr gesehen, wie der da rausgeslidet ist? Also ich glaube nicht, dass die Bahnsteige so rutschig sind. Die sind bestimmt gesalzen. Der übertreibt mal wieder. Außerdem liegt hier gar kein Schnee. Er hat bestimmt diese Schuhe, die an der Ferse so eine Rolle haben, dass er sich überall abrollen kann. Sowas wollte ich immer als Kind haben. Aber damals gab es sowas nicht. Was dauert hier so lange? War ich schon wieder so früh dran? Vermutlich. Eieieiei. Immer diese Fahrpläne der ÖBB. Natürlich ist es pünktlich, wenn man die Fahrpläne einhalten kann, obwohl man total lappig fährt. So, aufpassen, ob hier niemand einsteigt. Das sieht nicht so aus. Also können wir wieder in die Führerstand gehen und Vollgas. So, das war Brixleck. Hier sieht man übrigens den Tunneleingang nicht, also das Tunnelportal, erst wenn man reinzoomt. Es ist so ein schöner Bug, aber die Strecke ist allgemein bugfrei, ne? Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen krank. So, nächster Halt ist Wörgl Hbf.
Da brauche ich die Kilometerzahl eigentlich gar nicht, weil wir werden dort einen Ankünder haben. Hier oben ist eine Burg. Eine Burg. Was war hier für Geschwindigkeit? 150. Oh Gott. Das vergesse ich immer wieder. Ich wünschte, ich hätte ein Buch verplant. Aber die dürfen ja nicht veröffentlicht werden. Ist mir zu Ohren gekommen. Also ein Bekannter, der einen kennt, der wiederum einen kennt, der hat einen Bekannten und der hat ihm gesagt, dass die nicht veröffentlicht werden dürfen. Schade. Dabei hätten sich Leute wie ich darüber gefreut. Naja. Man kann ja bekanntlich nicht alles haben. So, jetzt können wir hier langsam runterdrehen auf unter 1500. Na? Achso. Okay, ja, das passt dann. Ja, ja. Also, die Landschaft finde ich cool. Hier komplett Flachland ist und auf einmal geht es hoch. Sieht für mich fast so aus wie eine künstliche Abgrenzung. Wenn die Entwickler nicht wollen, dass man dahinter sieht, weil dort die Welt endet. Sowas nutzt man als Trick. Das weiß ich. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. Hinter den Bergen hört die Welt auf und deshalb macht man die da hin. Sowas nutzt übrigens Farm Simulator zum Beispiel. Habe ich gesehen. Bei jemandem. Aber allgemein gucke ich keinen Farming Simulator. Ich spiele es auch selber nicht. Also, den alten Teil habe ich gespielt. Ziemlich intensiv anfangs. Aber es ist recht schnell Fahrt geworden. Und die Physik, die hat mich jederzeit genervt. Also, da gab es keinen Punkt, an dem es nicht genervt hätte. Vor allem, sobald ich angefangen habe, Bäume zu fällen. Das war dann nervig. Es gibt kein Tutorial dazu, soweit ich sehen konnte. Also musste ich mir alles selbst beibringen. Und das lief dann halt nur zu halb gut. Man könnte auch sagen, schlecht. Ich habe immer viel zu kleine Stücke abgeschnitten. So, 100er Ankündigung. Ich habe immer viel zu kleine Stückchen abgeschnitten und die konnte ich dann nicht mit der Hand heben. Also musste ich dann 3 Stunden lang mit dem Kran herumfuchteln. Ach, das war so nervig. Wenn ich mir jetzt zurückerinnere, dann denke ich mir, ich will das Spiel nie wieder spielen. Aber beim neuen Farming Simulator wurde das gefixt. Man kann kleine Teile mittlerweile mit den Händen heben und sie in den Häcksler werfen. Das funktioniert mittlerweile alles, aber es war mir zu blöd, 35 € für eine kleine Änderung zu kaufen. Auszugeben, natürlich. Ich meine, es ist eine ziemliche Abzocke. Die haben sonst nichts verändert. Der Multiplayer leckt immer noch gleich schlimm. Sie haben ein paar Crops und ein paar neue Geräte hinzugefügt. Ja, das ist ja schön und gut. Aber die ganzen Bugs, die ganzen Physik-Bugs, wurde alles nicht gefixt. Ja, hier verbremsen wir uns ein bisschen. Oh, das passt schon so. Solange die Waggons da drauf sind. Was sie auch sind. So, die elektrische Bremse wieder auf. Aus. Oh, das ist unser vorletzter Halt. Mein Gott, ist das schnell vergangen. Ja, bitte schreibt mir in die Kommentare, was ihr da von einem Let's Play von einem Truck Simulator hält und welchen ihr bevorzugen würdet. Ich besitze beide. Beim Euro Truck Simulator würde ich auch Pro-Mods benutzen, damit wir ein bisschen mehr zu fahren haben. Also mehr Plätze, auch mit Rust-Map. Also da können wir auch nach Russland fahren und Ukraine
Ukraine leider nicht, aber Weißrussland geht. Naja, lasst es mich wissen. Und wieso sieht das hier gerade so aus, als wäre das Spiel eingefroren? Es bewegt sich niemand außer der Herr hier hinten. Was ist hier los? Hat Train Simulator wieder seine Tage? Ich hoffe, mit Train Sim World wird das alles besser werden. Bisher gibt es ja nur eine Güterzugstrecke, deshalb kann man überhaupt nicht sagen, wie Personenverkehr aussehen wird. Das dauert dann ja noch, bis das implementiert ist und keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mir das Spiel zum Launcher kaufen werde, um ehrlich zu sein. Weil die ganzen Züge, die interessieren mich nicht so richtig. Meine amerikanischen Züge sind an sich toll. Ich fahre sie auch gern. Ich fahre zum Beispiel die F7 gern. Also die EMD F7. Die werdet ihr hoffentlich kennen. Ist eine 70er Jahre Lok. Die finde ich optisch hübsch. Die klingt auch super. Die fahre ich zum Beispiel gern. Es gibt auch weitere Züge, die ich gern fahre. Die ich aber nicht gern fahre, sind eigentlich die in Train Sim World inkludiert sind. Das sind die, wo man quasi gar keine Sicht aus dem Fenster hat. So, hier noch ein kaputtes Signal, das sich nicht haben lässt. Sehr schön. Ich nehme an, hier ist Ausfahrt mit 60, aber das kann ich ja nur annehmen. So, erster Mast. Zweiter Mast und dritter Mast. Wo bin ich stehen geblieben? Ach ja, bei den Loks. Ich mag die Loks, wo man so überhaupt keine Sicht aus dem Fenster hat, nicht. Da sieht man quasi so raus und so fährt man. Sowas mag ich nicht. Ich will mich umsehen. So wie hier. Hier kann ich mich ganz gut umsehen. Aber die Amerikaner haben hier ja an der linken Seite die Konsole. Abgesehen von ein paar Außenseitern. Die haben hier an der linken Seite die Konsole. Das heißt, man kann nur rausgucken oder nach rechts gucken. Wenn man nach links guckt, ist die ganze Konsole im Weg. Da sieht man überhaupt nichts. Und das mag ich nicht. Train Sim World Sandpatch, oder wie das heißt, CS6 Heavy Haul. Das kommt mit 3 Lokomotiven, 2 davon sehen ungefähr gleich aus. Das sind diese mit den winzigen Fenstern und eine davon ist die auch Canadian Pacific fährt. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Die ganzen Amerikaner haben so komische Bezeichnungen, die eigentlich gar nichts aussagen. Naja, auf jeden Fall die, wo man etwas höher sitzt, aber man hat ähnlich wie hier die Konsole vor sich, anstatt hier an der Seite. Deshalb ist die noch am meisten interessant. ZB ist zwar aus, aber ich kann ja so halb tun, als wäre sie an. Ich meine, in 22 Sekunden kommen wir hoffentlich unter 90. Das müsste schon gepasst haben. So, Einfahrt mit 60. Kann ich noch ein bisschen weiter abbremsen, weil 60 kommt ungehindert immer schneller näher. Und halt erwarten, weil wir in Wörgl eben einen langen Aufenthalt haben, bevor wir weiter nach Kufstein fahren, was wir aber nicht in dem Let's Play machen. Das haben wir bereits bei der Fahrt mit dem Railjet abgedeckt. Da sind wir ja von Kufstein über Wörgl gefahren und dann auf die Hochgeschwindigkeitsstrecke. Falls ihr das Desaster-Video nicht gesehen habt, dann würde ich es euch empfehlen. In der Beschreibung ist sogar ein Timestamp drin. Falls ihr ungeduldig seid, dann könnt ihr es vorspulen.
Ja, diese Folge ist viel passiert. Ich habe viel gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles gesagt habe. Wahrscheinlich lauter Quatsch. Aber ja. Die wichtigsten Sachen ist, dass ihr mich bitte wissen lässt, was ihr von dem Zug hält und was ihr von einem Truck Simulator Let's Play hält. Ich versuche mich laufend zu verbessern, aber manchmal geht das eben nicht. Ich meine, es geht nicht so schnell. Na komm, schalt nicht auf Rot. Ah, sehr gut. Perfekter Haltepunkt, würde ich sagen. Jo. Passt schon so. Da kann notfalls noch ein Zug reinfahren. Sehr gut. Ja, dann können wir die Bremse anziehen. Die Handbremse nicht. So, Hauptschalter. Stromabnehmer. So, ja. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ja, falls ihr bis hierhin gesehen habt, hoffentlich. Und ja, was soll ich hier zum Abschluss sagen? Ja, bitte schreibt mir einen Kommentar. Lasst mir eine Bewertung da, falls euch das Video gefallen oder nicht gefallen hat. Falls weder noch, dann brauche ich keine Bewertung. Naja, auf jeden Fall. Oh Gott, ey. Es wird Zeit, dass ich schlafen gehe. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.